Dieses Jahr ist fast vorbei und das ist eine gute Zeit, um sich zu überlegen, ob man die Ziele erreicht hat, die man sich für das Jahr gesetzt hat. Der nächste Schritt ist natürlich zu überlegen, was für Ziele man sich im nächsten Jahr setzen will. Falls du dich fragst, wer ich bin und wie ich dir helfen kann, hallo, ich bin Chris. Und ich bin selbst Deutschlernerin seit über 10 Jahren und unterrichte Deutsch seit 2020. Ich habe so vielen motivierten Deutschlernern geholfen, erfolgreich in Deutschland zu sein. Im Bereich Bewerbungsgespräche, Universität, Teststaff, Bürokratie, Umgangssprache und so viel mehr. Wir wollen aber natürlich nicht über mich reden, sondern über unsere Ziele. Was für Ziele hattest du dieses Jahr? Schreibe sie gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren. Und hast du diese Ziele erreicht oder sogar übertroffen? War das Ziel überhaupt messbar oder hast du sowas gesagt wie mehr Deutsch sprechen oder mein Deutsch verbessern? Vielleicht hast du den typischen Fehler gemacht und gar keine Ziele gesetzt. Es ist wichtig, über diese Erfahrung zu reflektieren, sodass wir das im neuen Jahr besser machen können. Hol dir ein Blatt Papier und dann fangen wir mit der Planung an. Man muss sich erstmal fragen, was für andere Ziele oder Pläne man in diesem Jahr hat. Wenn du dieses Jahr deine Bachelorarbeit auf Spanisch schreiben musst, wirst du weniger Zeit haben, um dein Deutsch zu üben. Das Gleiche gilt, wenn du viel arbeiten musst oder viel auf Kinder aufpassen musst. Wie viel Zeit hast du wirklich für das Deutschlernen? Kannst du jeden Tag daran arbeiten oder eher nur am Wochenende? Nur 5 Minuten morgens und 5 Minuten abends oder eher 2 Stunden auf einmal, aber dafür nur 2-mal pro Woche? Das kann man nicht verallgemeinern. Es wird für jede Person anders sein und zu unterschiedlichen Lebenszeiten kann diese Routine sogar komplett anders aussehen. Du musst aber wirklich ehrlich sein, sodass du nicht zu hohe oder zu niedrige Ziele setzt. Danach musst du dir überlegen, was du im Zusammenhang mit dem Deutschlernen schaffen musst. Vielleicht musst du im kommenden Jahr wichtige Präsentationen auf Deutsch halten. Dann wäre zum Beispiel Sprechen und Selbstbewusstsein besonders wichtig. Vielleicht musst du die C1-Prüfung oder den Teststaff ablegen. Dann wäre Testvorbereitung eine Priorität. Vielleicht ziehst du im März nach Deutschland. Dann musst du dich mit der deutschen Bürokratie auseinandersetzen. Diese Sachen wären am wichtigsten. Ich würde direkt im Januar damit anfangen, sodass du nicht mitten im Jahr merkst, dass du noch nichts für diese wichtigen Ziele gemacht hast. Zunächst würde ich empfehlen, zu überlegen, was du machen möchtest und was dir Spaß macht. Das heißt, es ist kein Muss, aber es wäre schon gut, wenn du Zeit dafür finden könntest. Für manche Leute wäre das Lesen. Ich lese zum Beispiel gerne Romane in verschiedenen Sprachen, also natürlich auch auf Deutsch. Und das muss ich nicht machen, aber trotzdem ist es mein Ziel, dieses Jahr 4 Romane auf Deutsch zu lesen. Für andere Leute wäre es vielleicht, Leute kennenzulernen. Das heißt, du müsstest oder könntest vielleicht Zeit dafür einbauen, neue Leute auf Deutsch kennenlernen zu können. Du hast bis jetzt bestimmt viele Ideen gesammelt und aufgeschrieben. Um realistisch zu sein, muss man nicht nur seine Zeit gut einteilen, sondern auch sein Geld. Prüfungen kosten Geld. Auch bürokratische Sachen wie Aufenthaltstitel oder Visa können Geld kosten. Das muss man im Vorhinein recherchieren, sodass man wissen kann, ob diese Ziele auch finanziell realistisch sind. Kurse, Bücher und Reisen nach Deutschland kosten natürlich auch Geld. Es muss aber nicht so teuer sein. Im Januar biete ich eine neue Challenge an, sodass du jeden Tag im Januar eine kleine
Challenge bekommen kannst. Dann hast du eine gute Basis, um das Jahr erfolgreich zu starten. Unten findest du den Link mit allen Infos. Wir sehen uns dann bald. Bis dann!